Gefährliche Nebenwirkungen. Ist ein Aknemittel verantwortlich für Selbstmorde von Jugendlichen? Rote Beulen, gelbe Krater und schwarze Flecken im Gesicht. Das kann Jugendliche zur Verzweiflung treiben. In schweren Fällen hilft das Wundermittel Roacutan, ein Akne-Medikament aus dem Hause Roche. Nur auf Roacutan lastet ein schwerer Verdacht. Die Pillen könnten Depressionen auslösen oder junge Menschen gar in den Selbstmord treiben. Serena Tinari und Harry Hehner. Aus dem Tagebuch des Tessiners Mauro Weig. Nachts schlafe ich, kann mich aber nicht erholen. Morgens bin ich sehr müde, habe starke Kopfschmerzen, Brechreiz, bin verwirrt. Ich fühle mich von allen und allem verlassen. Ich habe einen fast zwanghaften Wunsch zu sterben. Ähnliches erlebte die Genferin Chloé 2005. Ich fuhr mit meinem Fahrrad und wollte mich plötzlich unter ein Auto stürzen. Ich erzählte es meiner Mutter und sie brachte mich sofort zum Dermatologen. Dieser sagte, nein, das ist nicht schlimm, aber gut, beenden wir die Kur. Der Ire Liam Grant nahm sich 1997 das Leben. Auch er stand in Behandlung wegen einer schwachen Form von Akne. Alle 3 Jugendlichen nahmen das Akne-Medikament Roacutan von Roche. Suizid als Nebenwirkung? Gesundheitsbehörden meldeten der Weltgesundheitsorganisation WHO seit 1983 rund 1000 Suizide oder Suizidversuche. Fast 7000 Fälle von psychischen Störungen sind als mögliche Nebenwirkung von Roacutan registriert. Die Zahlen stammen aus einer von der WHO geführten Datenbank. Klarheit über die Wirkungsweise suchte der Vater des verstorbenen Liam Grant. I spent 2 years trying to get 2 Jahre lang habe ich Organisationen und Dermatologen besucht, die eine Studie planten. Niemand hat es getan. Nach langem Hin und Her entschied ich, selber aktiv zu werden. Er veranlasste mit einer Spende an eine Universität in den USA eine erste Studie über die Auswirkungen von Roacutan auf das Hirn. Ihr Autor, Psychiater Douglas Bremner. Eine Kapazität auf diesem Forschungsgebiet. Wir beobachteten eine Gruppe von 13 Personen, die mit dem Wirkstoff von Roacutan behandelt wurden. Eine Vergleichsgruppe von 15 Personen erhielt Antibiotika. Wir verglichen die Hirnfunktion vor und nach der Behandlung. Wir fanden heraus, dass die Hirnfunktion in der Frontalhirnrinde bei den mit Roacutan behandelten Patienten um 16% vermindert war. In dem Bereich also, der Stimmungen und Emotionen kontrolliert. Keine Verminderung gab es bei den mit Antibiotika behandelten Patienten. Bern, Universitätsklinik für Psychiatrie. Professor Konrad Michel sagt, die Studie basiere zwar auf wenig Patienten, sei aber dennoch eindrücklich. Für unsere klinische Praxis bedeutet diese Studie, dass wir gerade bei jungen Leuten vermehrt auf den Gebrauch von Roacutan achten, dass wir uns angewöhnt haben, diese Leute regelmäßig zu fragen beim Eintritt, auch bei der ambulanten Therapie, ob sie dieses Medikament eingenommen haben. Wir denken, dass das sinnvoll ist als Vorsichtsmaßnahme. Ich sagte der Psychiaterin, ich bin sicher, dass meine Selbstmordgedanken von Roacutan herrühren. Aber sie meinte, nein, das ist ja nicht sofort eingetreten, erst 6 Monate später. Sie sagte, ich sei ohnehin depressiv. Dann hat man mich in der Klinik behalten. Chloés Mutter telefonierte in der Folge mit dem Marketingdirektor von Roche in Basel. Sie fragte ihn, weshalb Roacutan Nebenwirkungen wie Selbstmordgedanken zur Folge haben könne. Er sagte, man weiß es nicht. Ich antwortete ihm, das ist doch nicht möglich. Eine weltbekannte Firma bringt ein Medikament auf den Markt im Wissen, dass Sie und die Forscher solche Nebeneffekte nicht erklären können. Diese Nebenwirkungen entstehen durch Proteinveränderungen. Das führt dazu, dass die Nebenwirkungen verzögert auftreten, aber auch viel länger als die Behandlung andauern.
Der Wirkstoff von Roacutan, Isotretinoin. Indikation: sehr starke Akne, mit anderen Therapien nicht heilbar. Seit 4 Jahren sind auch zahlreiche Generika auf dem Markt. Viele bekannte Nebenwirkungen, darunter Leberschädigungen. Roacutan darf zudem nicht während Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen werden. Der bisher prominenteste Fall betraf den Sohn eines Abgeordneten im US-Kongress. Der 17-Jährige nahm sich während der Behandlung mit dem Aknemittel das Leben. Mein Sohn begann mit der Roacutan-Behandlung im Dezember 1999. 5,5 Monate später erschoss er sich. Das entsprach überhaupt nicht seinem Charakter. Er war ein junger Mann, der das Leben liebte. Käme er jetzt in diesen Raum hinein, es würde gleich hell. Wir fanden heraus, dass die Food and Drug Administration hier in den USA 1 Jahr vor seinem Tod tatsächlich eine Warnung erlassen hatte. Wir haben das nicht gewusst. Der Abgeordnete Stupak erreichte 2 Anhörungen im Senat in den Jahren 2000 und 2002. Der Druck in den USA hatte Folgen. In den USA wird nicht mehr nur auf das Verbot hingewiesen, Roacutan in der Schwangerschaft einzunehmen. Zahlreiche Hinweise gibt es nun auch auf Risiken für Störungen der Psyche in Packungsbeilagen und Fachinformationen. Vor allem werden Alarmzeichen den Patienten deutlich beschrieben. Setzen Sie das Medikament ab und benachrichtigen Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie sich traurig fühlen, Ihr Interesse verlieren, Schlafstörungen und Konzentrationsstörungen haben, sich von Familienmitgliedern und Freunden abwenden. Wäre eine solche Liste nicht auch für die Schweizer Ärzte nützlich? Wir gehen auch davon aus, dass die Ärzte eigenverantwortlich sind und auch Fachpersonen, die sich die Informationen entweder im Kopf haben oder wissen, wo sie sie finden. Wie testete Roche Roacutan vor der Marktzulassung? Tests mit Menschen gab es in den USA und in der Schweiz bis Anfang 80er Jahre. Doch kein einziger Fall von Depression wurde dabei dokumentiert. Da widersprechen die Eltern von Mauro, dem Tessiner Tagebuchschreiber. Ihr Sohn nahm sich 1987 das Leben. Mauro erhielt von 1981 bis 1983 in 2 Intervallen das Medikament Roacutan, genau in der Testphase. 1 Jahr später, 1984. Er rief mich in sein Arbeitszimmer und sagte: Papa, ich bin ganz außer mir. Ich verstehe nichts mehr, wenn mir jemand etwas erklärt. Ich bin völlig verwirrt. Vor einem Jahr sah das Ehepaar Weig im Tessiner Fernsehen eine Reportage der Sendung Fallo über Roacutan. Der pensionierte ehemalige Direktor einer Krankenkasse beschloss selber nachzuforschen und stieß auf unerfreuliche Überraschungen. Der behandelnde Arzt signalisierte 1998 der Firma Roche den Verdacht, dass Mauros Selbstmord auf Roacutan zurückzuführen sei. Gleichzeitig schrieb er einer Genfer Kollegin: Unter meinem Patienten habe ich tatsächlich 3 Suizidfälle. Weil aber einer Sohn eines Krankenkassenbeamten ist, muss ich juristische Konsequenzen erwarten. Die Anwälte von Roche aber schrieben Herrn Weig: Nach der Durchsicht unserer Archive müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keinerlei Unterlagen zu der von Ihnen beschriebenen Behandlung Ihres Sohnes gefunden haben. 1998 wurde uns der Suizid Ihres Sohnes gemeldet. Der behandelnde Arzt widersprach. Auf der Patientenkarte lese ich Folgendes: 19. Januar 1983, Formular nach Basel geschickt. September 2006. Eine englische und eine amerikanische Universität publizieren die bisher meistbeachtete, unabhängige Studie zu Roacutan. In Austin, Texas treffen wir eine der Autorinnen, die Professorin Michelle Lane. Sie testete den Wirkstoff an Mäusen. Natürlich ist eine Maus kein Mensch. Man kann eine Maus nicht fragen, bist du traurig? Aber man kann messen, wie niedrig ihr Wille ist, sich aus einer schlechten Lage zu befreien. Das entspricht beim Menschen der fehlenden Motivation in einer Depression. Das Resultat der Studie bei erwachsenen Mäusen führt dieselbe Dosis Roacutan, die einem Menschen verabreicht wird, zu einer Zunahme von depressivem Verhalten. Roche nimmt keine Stellung zur neuen Studie. Einziger Kommentar zu allen Vorwürfen: Roacutan ist seit fast einem Vierteljahrhundert auf dem Markt. Es ist von etwa 14 Millionen Patienten angewendet worden und Roche nimmt die Patientensicherheit sehr ernst. Wir sind immer in Kontakt mit den Gesundheitsbehörden und haben auch hier Studien durchgeführt. Keine dieser Studien hat einen Zusammenhang zwischen Roacutan und Depressionen gezeigt.
Auf Roche rollt eine Prozesslawine zu, wegen möglicher gesundheitlicher Schädigungen durch Roacutan. Allein in den USA sind 400 Klagen eingereicht. Bis in einem Jahr werden es 1000 sein. Spektakulärster Fall: der Selbstmord von Charles Bishop 2002. Der 15-Jährige stürzte sich mit einem Flugzeug in einen Wolkenkratzer. Er nahm ebenfalls Roacutan. Auch der Vater von Liam Grant sucht Gerechtigkeit vor dem Richter. Das oberste irische Gericht wird in wenigen Wochen entscheiden, ob es auf die Klage eintritt. Roche wollte dies vermeiden und bot Grant in einem Brief eine Entschädigung für alle Spesen und ein Schmerzensgeld in der Gesamthöhe von $1 Million an. Bedingung: Rückzug der Klage. Weshalb wollen Sie mich kaufen? Weshalb wollen Sie nicht vor Gericht erscheinen? Vor dem Richter sehen Sie und ich eben gleich. Im Gerichtssaal hat man keine PR-Berater und alles, was man dort sagt, wird genau geprüft. Mauro war früh in Pavia abgefahren. Doch statt nach Hause zu kommen, fuhr er die Autobahn weiter bis zum Viadukt. Auf einem Zettel hatte er mit Großbuchstaben Hilfe geschrieben und diesen mit einem Klebeband am Fenster seines Autos befestigt. Und dann hat er sich hinuntergestürzt. Peter Itin, ihr seid Dermatologe und Chefarzt am Unispital Basel. Wann habt ihr das letzte Mal Roacutan verschrieben? Persönlich habe ich das letzte Roacutan am letzten Freitag verschrieben. Aber in unserer Klinik betreuen wir täglich Patienten, die unter Roacutan stehen oder die neu Roacutan nötig haben. Ihr sagt täglich. Also könnt ihr das überhaupt verantworten, täglich das Medikament oder Generikum zu verschreiben, nach dem, was wir jetzt gerade in diesem Film gesehen haben? Meine Antwort ist klar, ja. Aber das Ja braucht eine Erklärung. Ja, gerne. Sie haben gehört, 14 Millionen Patientinnen und Patienten haben das Präparat gehabt. Das tut eigentlich die ganzen anekdotischen, eindrücklichen Fälle, die hier berichtet worden sind, relativieren. Man muss wissen, dass 25% der Patienten, die so eine therapiebedürftige Akne haben, per se eine Depression haben, bevor man überhaupt behandeln. Eine Depression bedingt durch die entstellende, schmerzhafte Hautkrankheit im Gesicht, die zwischen Beziehungen stehen, die zwischen einem Erfolg vom Beruf stehen und wo auch Selbstwertgefühle völlig untermauern. Also die sagen, die kommen schon mit Depressionen zu euch und das richtig. Macht das nicht auch noch schlimmer. Das ist richtig. Etwas nimmt mich doch Wunder. Sagt ihr deutsch und deutlich, das Medikament, Isotretinoin-Wirkstoff, kann zu verheerenden Nebenwirkungen führen. Also zu Depressionen, es kann zu Selbstmordgedanken führen, es kann die Hirnfunktion beeinträchtigen oder verändern, wie wir gesehen haben. Es können sogar lebenslange Schäden bleiben. Sagt ihr das? Wer Roacutan verschreibt, muss das Medikament sehr gut kennen. Und Roacutan ist ein extrem wirksames Mittel, hat aber wie jedes wirksame Medikament auch Nebenwirkungen. Wenn man den Packungsprospekt anschaut, dann sieht man, es hat sehr viel, es hat häufige Nebenwirkungen und es hat sehr seltene. Und die depressiven Verstimmungen beobachtet man in 1 zu 10.000 bis 1 zu 1.000 Fällen. Und das ist nicht eine nicht voraussehbare Problematik. Man muss Patienten ansprechen. Man muss vor allem, wenn man sie das erste Mal kontrolliert, fragen, wie es ihnen geht, ob sie gut drauf sind, ob sie etwas Besonderes beobachtet haben. Und so kann man Nutzen und Risiko in einem sinnvollen Verhältnis behalten. Wichtig ist aber, wer es verschreibt, muss das Medikament kennen. Und in der Regel sind es die Hautärzte, die das Medikament verschreiben sollen. Ihr habt vorhin von Zahlen geredet, Herr Itin. Also für mich sind die Zahlen, die im Film vorkommen, ziemlich erschreckend. Fast 7'000 Fälle von schweren psychischen Störungen nach der Einnahme von Roacutan, Hunderte von Selbstmord. Sind denn diese Zahlen für euch nicht alarmierend? Die Zahlen sind sicher beunruhigend, aber Sie müssen sich überlegen, 14 Millionen behandelte Patienten.
30% von allen Patientinnen und Patienten, die zu einem Dermatologen kommen, haben eine psychiatrische Begleitdiagnose und die häufigste Diagnose ist Depression. Also wird ein grosser Teil von diesen Patienten im Rahmen von ihrer Depression unabhängig vom Roacutan einen Suizid begehen. Und Studien haben sogar gezeigt, dass wenn man das Depressionsmaß verfolgt zwischen der herkömmlichen Therapie, zum Beispiel mit Antibiotika und Roacutan, so wird der Depressionsmarker unter der Therapie von Roacutan besser. Es gibt aber sehr seltene Fälle, die ich selber auch beobachtet habe, und ich muss sagen, doch, in Einzelfällen, wahrscheinlich genetisch bedingt, kann so Roacutan zu einer depressiven Verstimmung führen. Und dann muss man es absetzen, das ist keine Frage. Bis jetzt haben Studien noch nicht beweisen können, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Wirkstoff und eben Depressionen. Jetzt gibt es eben die neue Studie, die im Film vorkommt, die mit den Mäusen, die weist den Zusammenhang auf. Es gibt Folgen, Wirkstoff, Depression. Was sagen die dazu? Die lachen. Ja, weil der Test an diesen Mäusen zeigt, wie schwierig Grundlagenforschung ist. Wieso ist es da schwieriger als bei anderen Studien? Der Versuch war so, dass man die Mäuse am Schwanz aufgehängt hat, 6 Minuten geschaut hat, wie sie sich bewegen. Und der zweite Versuch war, man hat sie ins Wasser drum geschaut, wie sie schwimmen. Wenn der Grundlagenmensch weiss nicht, was Roacutan sonst an der Haut macht. Roacutan führt zu einer Verletzlichkeit von der Haut, zu einer Ausdünnung von der Haut. Die Mäuse, denen macht das weh. Und wegen dem bewegen sie sich nicht bewegen. Das hat überhaupt nichts zu tun mit der Depression. Für euch ist die Studie Die Studie ist sicher nicht auf die Menschen zu übertragen. Also das ist für mich überhaupt kein Argument. Was, Herr Itin, müsste denn für euch passieren? Dass ihr würdet sagen, das Medikament ist für mich zu gefährlich, ich kann das nicht mehr verantworten, dass ich das einsetze? Das Auftreten von nicht voraussagbaren, nicht kontrollierbaren, schwersten Nebenwirkungen, das wäre für mich ein Grund, vor allem wenn es in einem Häufigkeitssatz auftritt von einem Prozent, dann wäre es für mich klar, dass man das nicht mehr einsetzen dürfte. Aber für mich ist es ganz klar, dass wir mehr Suizid haben verhindern mit dem Medikament, als wenn wir es nicht gegeben hätten. Im Jänner treffen offenbar die Dermatologen euch. Ist dort Roacutan ein Thema? Dort ist Roacutan ein Thema. Die Sitzung tut sich ausschließlich mit dem Medikament befassen. Wir wollen das Monitoring. Also das heisst, das ist ernst zu nehmen, das ganze Thema? Nein, wir diskutieren das Monitoring von dem Medikament diskutieren. Es geht vor allem um die häufigen Nebenwirkungen, wie wir das offiziell positionieren, sagen, wie häufig muss man Labor kontrollieren und so weiter. Und wir werden jetzt, wo das Thema Depression auch in den Medien kommt, müssen Stellung nehmen dazu und sicher auch auffordern, dass man Patienten anspricht auf das Problem, auch wenn es so selten ist. Ihr beobachtet Roacutan, wir auch. Peter Itin, herzlichen Dank, dass ihr in die Rundschau gekommen seid. Gern geschehen.